Querflöte, Masterstudium, Abschluss und Studium hier in Trossingen. Habe ich, glaube ich, ungefähr 5 Jahre Querflöte unterrichtet und Kammermusik habe ich in Orchester gespielt und viele Konzerte als Solomusiker und Kammermusiker gegeben. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass etwas stimmt nicht mehr. So, das war irgendwie, wenn ich das so sagen kann, langweilig für mich. Also, und ich wollte immer etwas mit multimedialer Kunst machen. Und dann habe ich zufällig also Homepage von Musikdesign gefunden und habe ich gelesen über die Inhalte, so Studiumsinhalte. Und dann war ich wirklich begeistert, weil ich dachte, das ist genau die Angebot von den Inhalten, das ich brauche, um mich also als Künstler weiterzuentwickeln. Ich konnte nur Sibelius benutzen und ein bisschen Cubase. So, das war alles, das ich damals konnte. Und ja, dann hatte ich hier Gelegenheit, viel mehr zu lernen und verschiedene Projekte zu machen und wirklich verschiedene Arten von Projekten. Und von so klassischer Komponist bin ich jetzt irgendwie in Live-Elektronik-Musik gelandet. Dann habe ich mit meinen Kollegen hier, mit Peter Breitenbach und Ron Freienschlag, eine so Live-Elektronik-Band gegründet, Performance Electrics Projekt. Und ich war ganz begeistert mit Noise und mit so minimalistischen Sachen. Und dann habe ich seitdem ziemlich oft und viel mit Noise so gemacht. Dann kam Erfahrung mit Klanginstallation. Das war eine große Ausstellung in Sindelfingen, Stadtgalerie, und dort war mein Objekt so ausgestellt. Es geht um eine große Objekt, drin steht Körperschallwandler und produziert tiefe Frequenzen, also nicht wirklich hörbare Frequenzen, und dagegen steht eine Glocke. Das sollte Unterschied zwischen dieser Stille und Vakuum zeigen und diese anxios-mäßige Klänge, das nicht wirklich hörbar sind, aber die stören wirklich. So, wenn man im Raum ist und steht so vor die Objekt, dann kann man schon das spüren. Das ist ziemlich unangenehm. Man nimmt Stille ganz anders danach wahr. Und das ist nur ein akustisches Phänomen und damit wollte ich spielen. Ich mache auch andere Musik, also etwas Richtung Trip-Hop oder Pop-Avantgarde. Ich konnte nicht das ganz gut definieren jetzt. Aber ganz oft beschäftige ich mich auch mit so zeitgenössischer Musik oder ich würde sagen experimentelle Musik. Hier liegt eine eigene Art von Partitur. Es ist noch immer ein bisschen chaotisch. Wir haben das für erste Version und erste Aufnahme benutzt, aber jetzt ist Zeit, irgendwie eine bessere Sprache zu finden, also eine bessere Art von Notation. Also ich wollte Klang von Querflöte so verfremden und dafür habe ich eine Software benutzt. Normalerweise ist es ziemlich schwer, weil man kriegt immer ziemlich viel direkter Klang von Querflöte. Und ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte mehr diese bearbeitete Klang ins Spiel zu haben. Und diese Software arbeitet mit so Obertöne. Manche sind dann verstärkt, manche sind weniger da. Und auch arbeitet mit Granularsynthese. Und das macht so wahnsinnige Sachen mit Klang. Ich würde gerne so viel Verfremdung und Klangbearbeitung haben, so viel wie das möglich ist, weil es gibt Grenzen natürlich und dann kriegen wir einen Mischmasch und man hört nichts mehr. Vielleicht habt ihr Einblick bekommen, was wir hier im Studiengang Musikdesign alles machen können und vielleicht sieht man sich ja.